Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht ja so in Richtung Frühling und was gibt es da Schöneres als die eigenen getöpferten Pflanzgefäße, die man so herstellen kann, nachher zu bepflanzen und das erste Grün kommt durch, das ist doch wunderschön und heute möchte ich euch zeigen, wie man Pflanzgefäße selber herstellen kann. Zum einen habe ich da ein typisches Baumarktgefäß, was man eigentlich bepflanzen kann. Ich nutze das aber als Form, weil mir das im Prinzip als unglasierte Form im Prinzip genauso gut dient wie eine Gipsform. Oder zum anderen habe ich hier zwei Holzklötze, die ich einpacke und die ich dann letztendlich auch noch als Pflanzgefäß verwenden kann. Und ich zeige euch jetzt, wie wir das heute machen können. Ihr könnt euch vielleicht eins von beiden aussuchen oder macht beide nach. Und wir legen jetzt einfach mal los. Ich beginne mit der ersten Variante, also mit den zwei Holzklötzern, lege die gut aneinander und werde das Ganze in Zeitungspapier einmal einwickeln, so richtig schön kompakt und straff. Und die Ecken werden eingeknickt, also wie bei einem Geschenk, und das Ganze wird nachher mit Klebeband zusammengeklebt, damit das auch hält und nicht auseinanderfällt. Und dann habe ich im Prinzip schon meine Grundform, Zeitungspapier deshalb, damit mir der Ton nicht am Holz nachher kleben bleibt und anfängt zu reißen, wenn der Ton trocknet und schwindet. Da ist Zeitungspapier immer ein ganz gutes Trennmittel, da kann nicht viel passieren, das zieht schön die Feuchtigkeit an und kann dann im Nachgang auch ganz einfach wieder entsorgt werden. Wenn das Ganze gut verpackt ist, beginne ich den Ton auszurollen. Die mir folgen, wissen schon, dass ich ganz gerne immer mit Leisten arbeite, um dann einen gleichmäßigen Schaben hinzubekommen. Aber zuerst rolle ich mir den Tonklumpen ganz grob mal aus. Die Leisten, die ich hier verwende, sind etwas stärker, so knapp 1 cm. Das mache ich auch ganz bewusst, weil die Pflanzgefäße draußen doch etwas stabiler sein sollen und gegebenenfalls auch vielleicht im Winter draußen stehen sollen. Und von daher ist es ganz günstig, wenn die Wand, die Tonwand, also der Schaben, nicht ganz so dünn ist. Den ausgerollten Ton, den schneide ich schon ganz grob zu und passe dann das Stück nochmal an und teste, ob das ausreicht. In meinem Fall war das jetzt hier nicht ausreichend, sodass ich im unteren Teil noch etwas ausgerollten Ton dazugeben muss. Wie man hier sieht, fehlt ein kleines Stückchen. Und das werde ich einfach nur unten ansetzen und nochmal drüber rollen, weil der Ton so schön weich ist, da muss nichts angeschlickert werden und gar nichts. Das muss einfach nur nochmal aufgesetzt werden und dann platt gewalzt werden. Anschließend glätte ich den Ton nochmal etwas, damit man den angesetzten Teil nicht so stark sieht. Das spielt aber im Grunde genommen keine Rolle, weil das noch im weiteren Verlauf weiterhin bearbeitet wird. Ja, aber nur der Vollständigkeit halber sei es nochmal erwähnt. Und dann wird das ganze Stück auch nochmal angepasst und zurechtgeschnitten. mit den anderen Seiten und werde die auch entsprechend zuschneiden. Und wenn die zugeschnitten sind, dürfen die etwas trocknen. Die haben natürlich alle ihre einzelne Unterlage, damit sie sich nicht verziehen.
Und während jetzt hier die Platten vor sich hin trocknen, beginne ich mit dem zweiten Gefäß. Ich habe hierzu eine Terrakotta-Schale, die man eigentlich schon bepflanzen könnte. Ich nutze die aber als Eindrückform, weil die nicht glasiert ist und dadurch der Ton auch nicht daran haften bleibt. Also dem Grunde nach funktioniert das ganz genauso wie mit einer Gipsform. Und hier drücke ich auch den Ton noch etwas zurecht, rolle den wieder aus in meiner gewünschten Scherbenstärke und dann wird das Ganze befüllt. Hier habe ich den Ton sehr großflächig ausgerollt, der sollte nur als ganzes Stück in die Form eingedrückt werden und das wälzt sich natürlich etwas, weil die Form ja wie gesagt in sich hohl ist und man den Ton, wie man hier schon sehen kann, so leicht in leichte Falten schlägt. Da muss man jetzt durch, den muss man sich ein bisschen randrücken und ausgleichen. Den überschreitenden Ton, den schneide ich immer ab, den kann man auch noch für weitere Sachen verwenden, wenn der schon ausgerollt ist. Und wie gesagt, das wird jetzt so Stück für Stück eingeschnitten, das was übersteht und entfernt. Und die weiche Tonmasse wird dann nochmal aneinander gedrückt. Fehlende Stücke wie hier oben an dem Rand, da rolle ich mir noch mal etwas Ton aus und schneide ein kleines Stückchen ab, das was in etwa fehlen könnte, setze das an und weil der Ton wie gesagt sehr schön weich ist, lässt er sich auch noch ordentlich schön verarbeiten, so dass ich jetzt hier eine gerade abgeschnittene Fläche habe, die ich dann auch noch mal schön bearbeiten kann. Silikonschiene werde ich das Ganze noch etwas glatt ziehen. Und das Gute an den Formen, an diesen Terrakotta-Formen, ist, dass ich das auch tatsächlich mit dem Messer ganz grob abschneiden kann. Das könnte ich jetzt hier mit einer Gipsform nicht tun, weil der Gips ja dermaßen weich ist, dass der Einschnitte erhalten würde. Oder es könnten auch Splitter von dem Gips in den Ton geraten und der würde dann mitgebrannt werden. Die Auswirkung kann ich euch leider nicht sagen, weil ich das noch nicht hatte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Gips so hoch erhitzen kann, dass da nichts passieren sollte. Und wieder zurück zu unserem ersten Beispiel, den 2 Holzklötzen. Ihr erinnert euch, die werden jetzt weiter bearbeitet. Dazu nehme ich mir meine Drehscheibe, weil man damit wunderbar arbeiten kann und das Gefäß nicht ständig irgendwo hin und her schieben muss. Ich habe jetzt hier meine ausgerollten Platten, die sind etwas fester, die sind jetzt etwas stabiler, um sie zusammenzubringen. Hier habe ich die Grundform, das heißt also hier werden die anderen Seitenteile angesetzt, aber in der Mitte bleibt der eingepackte Holzklotz liegen, der dient mir nachher als Stabilität, dass sich das Ganze nicht verzieht oder auch zusammenfällt. Und ich werde jetzt hier passgenau die Seitenteile anbringen. Ich beginne mit der Unterseite, die jetzt erstmal oben ist. Ihr müsst euch das Ganze jetzt einmal auf dem Kopf vorstellen und lege jetzt hier schon die zurechtgeschnittenen Tonteile an. Hier in dem Fall ist es noch etwas größer, das werde ich jetzt nochmal entsprechend der Kante zurechtschneiden. I'm just sitting here. I got time.
Ich bringe jetzt hier nach und nach die gesamten Teile, die Seitenteile an, und da der Ton auch noch so sehr schön weich ist, brauche ich auch die Seitenteile gar nicht festzuschlickern, sondern kann das ganz in Ruhe mit einem Messerrücken oder mit einer Schiene, mit einer Drehschiene jetzt verbinden. Der ist wie gesagt noch sehr weich und formbar und von daher lässt sich das unwahrscheinlich gut verarbeiten. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me. Die Kanten schmiere ich immer wieder schön glatt, damit man keine Übergänge sieht. Und was natürlich jetzt noch fehlt, sind unten 3 Abflusslöcher für das überschüssige Wasser, denn die Pflanzen sollten ja meistens doch nicht im Wasserbad stehen und das überschüssige Wasser muss irgendwo hin. Deshalb nehme ich mir jetzt hier einen großen Trinkhalm. Das sind so Plastikröhrchen, die ich noch aufgehoben habe. Die machen sich ganz gut zum Töpfern. Damit kann man den weichen Ton jetzt nochmal gut ausstechen. Ich möchte jetzt hier meine Pflanzform noch ein bisschen dekorieren und schon im Vorfeld mit diesen schönen Holzstempeln. Die kennt ihr vielleicht. Das Problem ist nur immer, die haben so kleine, feine Rillen und wenn der Ton sehr feucht ist, kann das durchaus sein, dass der darin kleben bleibt und das Muster recht zerrissen aussieht. Also nicht das ganze Muster drin abgebildet ist, sondern der Ton wieder rausgerissen wird, wenn man die Form rausnimmt. Da gibt es einen kleinen Trick, den finde ich eigentlich ganz gut. Den hat mir die Sabine verraten. Und zwar einfach die ganze Form einfetten. Ich habe hier in dem Schwamm immer ein bisschen Öl drin. Und da gehe ich jetzt richtig in die Form mit rein. Da passiert auch nachher überhaupt nichts, wenn das brennt. Das verbrennt alles, das Öl. Das rußt auch nicht, das stinkt auch nicht. Aber ihr bekommt eben diese Form wieder richtig gut raus. Ich lege mir meine Form jetzt auf die Seite und dadurch, dass die innenliegenden und eingepackten Holzklötzer da noch drin enthalten sind, ist das Ganze natürlich schön stabil und lässt sich noch gut bearbeiten. Ich glätte die Seitenwand hier nochmal mit einer Metallschiene, damit wirklich das Ganze glatt ist und eben ist. Und den Holzstempel, den ich eben gezeigt habe, den werde ich jetzt vorsichtig einarbeiten. Dazu lege ich mir das mittig auf die Form und werde von innen nach außen ganz vorsichtig mit dem Gummihammer das bearbeiten und eindrücken, sodass nachher das schöne Muster im Ton enthalten ist. An
der Unterseite des Gefäßes werde ich jetzt noch kleine Füße anbringen, damit mir das Wasser auch schön ablaufen kann. Dazu rolle ich mir etwas Ton mit der Hand aus und schneide das in 4 gleiche Teile. Und die 4 Teile rolle ich dann zu kleinen Kugeln, sodass ich auch schöne gleichmäßige Kugeln erhalte und werde die dann etwas anritzen. Auch die Unterseite des Gefäßes ritze ich etwas an, dann kommt etwas Schlicker dazu und das Ganze wird miteinander verbunden und kann dann gut vor sich erstmal hintrocknen. Mit der Unterseite eines Lochausstechers, die ist so schön halbrund abgerundet, da drücke ich jetzt in die 4 Stellen, wo die Kugeln jetzt eingesetzt werden sollen, nochmal etwas in den Ton ein, sodass ich da schon eine kleine Einkerbung habe und dann kommen die kleinen Kugeln mit dem Schlicker zusammen da hinein. Damit das Gefäß nachher nach dem Brand nicht kippelt, werde ich jetzt hier nochmal ein Brett, das ist schon ein bisschen schwerer, das ist ein Arbeitsbrett, was ich sonst immer benutze, nochmal auflegen und werde gucken und prüfen, ob das Ganze gerade ist. Ich kann hier wunderbar nochmal etwas austarieren und die Stelle, die vielleicht jetzt kippelt, nochmal etwas andrücken. Und so habe ich zumindest eine glatte Standfläche für das Gefäß. Man sieht es vielleicht hier auch ein bisschen, die Kugeln sind jetzt etwas angedrückt. Und dann bereinige ich noch den Schlicker, der da ausgetreten ist und wische das etwas sauber und bin schon fertig mit meinem Gefäß. So, jetzt sind ein paar Tage vergangen. Ich hatte hier die zweite Form schön in Folie eingepackt, damit mir die nicht zu sehr austrocknet. Die ist aber jetzt schön lederhart geworden, das merke ich. Und ja, wenn ihr mal Sachen habt, die ihr nicht gleich fertig kriegt oder wo ihr später weiterarbeiten möchtet, immer schön einpacken, vielleicht noch ein feuchtes Tuch mit reichlich einem rechten feuchten, oh Gott, immer schön ein feuchtes Tuch mit reinlegen und schön Folie einpacken, dann passiert auch in aller Regel nichts. So, das Gefäß hat jetzt natürlich hier, weil ich es immer gestückelt habe, von außen auch diese Risse, die werden jetzt verschmiert. Und dann kommen hier unten noch 2 Löcher rein, damit das Wasser dort abfließen kann und keine Staunässe sich bildet, wenn die Pflanzen hier drin stehen. Und dann kann das Ganze in Ruhe trocknen und geht in den Sprühbrand. Meine Pflanzschale hat jetzt noch eine gute Restfeuchte und lässt sich auch weiterhin bearbeiten. Und ich nehme hier ganz weichen Ton und schmiere damit die Ritzen zu, die hier entstanden sind, also die Übergänge, wo ich die einzelnen Tonplatten aneinander gefügt habe. Und anschließend wird das mit der Metallschiene nochmal glatt gezogen, sodass die Übergänge dann nicht mehr zu sehen sind.
Bei dieser Pflanzschale möchte ich ganz gerne auf jeder Seite 3 Fantasieblüten anbringen. Dazu habe ich mir jetzt hier auch etwas Ton schon vorbereitet, den ich flach gedrückt habe. So, und ich bereite mir jetzt hier die Blüten vor, indem ich die Rückseite anritze. Da kommt dann wieder wie gewohnt Schlicker drauf. Na, ihr kennt das schon mit dem Anschlickern und dem Ton verbinden. Das habe ich in meinen vergangenen Videos auch schon viel erklärt. Und dazu nutze ich jetzt hier auch immer wieder meine Schlickerfläschchen ganz gerne, da sich der Schlicker hier sehr punktuell auftragen lässt, und so kann ich das ganz genau bearbeiten. Und ich werde dann die kleinen jetzt vorgefertigten Tonplättchen direkt auf meinen Stempel aufbringen und mitsamt dem Stempel das Ganze dann andrücken. Und natürlich muss auch die Form etwas angeritzt werden. Weil es jetzt 3 Blüten sind, die hier aufgetragen werden sollen, beginne ich auch in der Mitte, um einen gleichmäßigen Abstand zu haben. Und das Ganze schaut dann so aus. Ihr könnt das, wenn ihr ganz genau arbeiten wollt, natürlich auch ein Lineal nehmen zum Abmessen. Ich, wie gesagt, werde jetzt hier die Form direkt auftragen und dann mit dem Stempel von unten schön die Hand gegenhalten, mit dem Stempel jetzt versehen, so dass ich also wirklich nur den Stempel zum Andrücken nutze und gar nicht mehr mit der Hand arbeite. Das macht sich ganz gut. Hier tritt jetzt auch etwas Schlicker aus. Den werde ich nachher mit einem Pinsel, mit einem weichen Pinsel und etwas Wasser wieder entfernen. Und so sind die Ornamente schon vorhanden und das Ganze kommt auch ein bisschen hervor. Ich mag das ganz gerne, wenn die etwas hervortreten. Und damit sind auch die Verzierungen an diesem Gefäß fertig. Ich verschmiere das jetzt hier noch ein bisschen, dass man den ausgetretenen Schlicker nicht mehr sieht. Und dann geht es in die Endbearbeitung. Das zweite Gefäß ist jetzt auch fertig. Beide lasse ich jetzt gut trocknen, sprühe die und glasiere die dann in meinen Wunschfarben. Ja, und da sind natürlich auch noch weitere Pflanzgefäße entstanden. Es ist Frühling, ich habe Lust zum Pflanzen, und diese Variante hier mit den Holzklötzen und dem Stempel habe ich tatsächlich nur in Braunstein und transparent glasiert, während der hier in hellem Blau und Weiß glasiert wurde, und ich denke, das Ganze kann sich sehen lassen. So, ihr Lieben, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Anregungen erhalten und hattet Spaß beim Videoschauen. Gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat, und schaut demnächst wieder mal vorbei.